Kürzlich hat mir meine Frau im Internet eine Sitzbank gezeigt, hat gemeint, die wird ganz gut aussehen. Und ja, mir hat es ja auch ganz gut gefallen. Und dann habe ich mal nach dem Preis recherchiert. 1.300 € zahlt mir für sowas im Schnitt. Ja, nee, das werden wir heute deutlich günstiger selber bauen. Legt mal los. Dann besorgen wir uns jetzt erstmal kurz im Baumarkt die Sachen, die wir brauchen. Für das Projekt brauchen wir jetzt nicht wirklich viel Material. Als erstes war ich mal in der Holzabteilung und habe mir da das Holz für die Sitzfläche besorgt. Ein paar Konstruktionshölzer, Fichte, Tanne und dann noch ein paar Bretter. Beton brauchen wir natürlich auch noch. Dann nehmen wir eine Fertigmischung, dann sind wir ruckzuck fertig und müssen nicht lang anmischen. Und dann brauche ich noch ein paar Kleinigkeiten. Holzschutz, einen Schutz für Metall. Den Rest habe ich daheim. Ab geht's. Dann fangen wir auch gleich mit der Schalungsform an. Die wird diesmal etwas komplizierter als sonst, weil oben eine Rundung dran ist, aber das seht ihr gleich. So sollen die Betonwangen aussehen. Ich habe mir da schon mal ein Muster gemacht aus MDF, dass man sieht, ob die Proportionen und alles passen. Ich würde sagen, das passt. Und davon brauchen wir jetzt 4 exakt gleiche Teile. Das zeichnen wir uns jetzt auf unser Schalungsmaterial auf. Ja, da können wir so Reststücke verwenden. Und dann schneiden wir uns das aus. Ich denke, da könnte man sogar 3 auf eine Platte drauf kriegen. Ja, das passt optimal. Wie ausgerechnet. Ich habe mir lange überlegt, wie ich die Kufen von der Sitzbank machen soll. Entweder eckig oder rund. Ja, ich habe mich dann doch für die runde Variante entschieden, weil ich denke, das schaut vom Design her stylisch aus. Ist aber allerdings auch deutlich schwerer in der Herstellung. Naja, jetzt schauen wir mal. Also soll ja auch eine Herausforderung sein, weil einfach kann ja jeder. Und ich will ja bei jedem Projekt auch wieder irgendwas dazulernen. Und ihr ja wahrscheinlich auch, weil sonst würdet ihr die Videos ja nicht anschauen. Zum Ausschneiden der Form habe ich die Tischkreissäge verwendet, weil man damit exakt gerade Schnitte hinbekommt. Aber natürlich kann man da auch die Stichsäge nehmen, dann muss man eben nachher noch ein bisschen nacharbeiten, aber so werden die Schnitte halt exakt gerade. Die Rundung exakt hinzubekommen, das ist eigentlich die größte Herausforderung hier bei der Schablone und bei der ganzen Schalungsform. Man muss hier die Rundung exakt gerade abschneiden, weil man sonst später Probleme kriegt, die Schalungsform dicht zu bekommen. Ja, deswegen habe ich mich doch noch dafür entschieden, hier mit dem Bündigfräser zu arbeiten, weil damit bekommt man dann letztendlich eine 100%ige Kopie von der Schablone. Das würde ich sagen, ist eigentlich die optimale Vorgehensweise. Und so hätte ich auch gleich von Anfang an arbeiten können. Dadurch hätte ich mir einen Haufen Zeit erspart, aber jetzt sind wir auch so gleich fertig und es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom. So, mit dem kompliziertesten Schalungsteil sind wir fertig. Ja, alles Handarbeit, aber trotzdem echt genau geworden. Beim nächsten Mal werde ich mir die Arbeit erleichtern, weil ich habe ja hier eine CNC-Fräse stehen, aber da habe ich mich in die Technik eingearbeitet und deswegen heute nochmal per Hand. So, jetzt machen wir mal mit den anderen Schalungsteilen noch weiter, dass wir fertig werden. Für die Rundung meiner Schalung brauche ich ein dünnes und ziemlich flexibles Material und da habe ich kürzlich das da hier im Baumarkt entdeckt. Das Material nennt sich Schaumplatte Cimapur Light und es ist wirklich extrem flexibel, also damit kann man auch komplizierteste Rundungen im Schalungsbau umsetzen. Ja, und das Beste ist, hat auch noch eine glatte Oberfläche, also das ist für einen Schalungsbau eigentlich echt optimal geeignet. Habe ich so auch noch nicht gekannt. Und es lässt sich auch ganz einfach zuschneiden, entweder mit der Hand, mit dem Cuttermesser oder halt mit der Tischkreissäge. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es eigentlich verwunderlich, dass ich das Material nicht schon eher entdeckt habe, weil ich bin ja relativ häufig im Baumarkt unterwegs, wisst ihr ja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die meisten von euch das Material wahrscheinlich bisher auch noch nicht gekannt haben. Naja, egal, das werde ich auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich öfter zum Schalungsbau verwenden. Hier wird es jetzt ein bisschen tricky. An den Stellen, die ich hier markiert habe, sollen später die Halterungen für die Sitzfläche aus Holz rein. Dafür habe ich mir so einen Flachstahl besorgt. Der ist 5 cm breit und 1 cm stark. Und den müssen wir jetzt irgendwie so in die Schalung reinbauen, dass die Schalung dicht ist und dass wir es später auch wieder ausschalen können. Ja, und das ist nicht ganz so einfach. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich das Brett in 2 Teile teile und dann mit der Tischkreissäge hier die Aussparung raussäge. Ja, mal schauen, ob es funktioniert. Das Schalungsbrett habe ich mir vorher so abgemessen, dass es 3 mm länger ist, weil man muss ja hier die Stärke vom Sägeblatt noch abziehen, die jetzt dann fehlt. Und dann muss man das Sägeblatt auf die Höhe der Aussparung einstellen. Ja, ich weiß, es sieht jetzt hier schon ein bisschen gefährlich aus, wenn die Finger so nah am Sägeblatt sind, aber bei so einer Arbeit muss man sich halt voll und ganz konzentrieren und das war jetzt für mich halt in dem Moment die einfachste Möglichkeit, das so umzusetzen. Und ihr seht, das Ergebnis ist schon echt exakt. Wenn euch eine einfache Methode einfällt, dann könnt ihr sie mir gerne mitteilen. Ich bin da immer froh, wenn ich von anderen was lernen kann. So, und ihr seht, passt wie die Faust aufs Auge. Muss auch so sein, dass die Schalungsform nachher einigermaßen dicht ist. Und jetzt kann man es von oben miteinander verschrauben und dann hat man letztendlich wieder ein Schalungsteil. Und man kann es später wieder ganz einfach ausschalen.
Danach ging es dann auch weiter mit so Kleinigkeiten wie Stoßfugen abkleben mit Klebeband, weil sonst das Holz ja aufquillt, und Silikonfuge anbringen. Ja, aber das kennt ihr ja alle schon. Also diejenigen von euch, die meine Videos schon länger verfolgen, die haben das schon tausendmal gesehen. Deswegen machen wir da ganz schnell weiter. Interessant war dann wieder, ob die Schaumplatte dann wirklich so flexibel ist, dass man auch die Rundung hinbekommt. Und ja, ihr seht, es hat funktioniert. Die Stöße hier müssen jetzt natürlich richtig dicht sein, weil man natürlich von innen jetzt keine Silikonfuge mehr anbringen kann, weil man einfach nicht mehr reinkommt und keinen Platz hat. Als nächstes habe ich dann mit der Metallhalterung weitergemacht. Die sollen zur Hälfte in den Beton einbetoniert werden und da wird nachher die Sitzfläche aus Holz befestigt. Ja, bezüglich der Halterung, da habe ich mir auch ewig Gedanken gemacht, weil ich am Anfang nicht gewusst habe, wie ich das am besten befestigen soll, dass es möglichst unauffällig ist und filigran aussieht. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Wenn euch da vielleicht noch irgendwas anderes einfällt, ihr noch andere Ideen habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich auch mal interessieren. Aber ich denke, die Lösung ist schon mal gar nicht schlecht. Danach musste ich dann eigentlich nur noch die Halterung in der Schalung befestigen, mit Silikon abdichten und das war's schon. Mein Fazit bislang, nicht ganz einfach, aber auf jeden Fall auch kein Hexenwerk. So Leute, die Schalungsform ist fertig. War diesmal ein bisschen aufwendiger, aber ist letztendlich genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe die zwei Hälften jetzt zusammengeschraubt, dann bleibt es schön stehen, man kann den Beton einfüllen und damit machen wir jetzt weiter. Zum Betonieren habe ich wieder eine Estrich-Beton-Fertigmischung aus dem Baumarkt verwendet. Das mache ich ja relativ oft. Ist ein günstiger Beton, aber von der Verarbeitung her, naja, wenn man mal mit anderen Betonmischungen gearbeitet hat, mit Designermatteln, dann ist das eine grobe Sache. Ich habe wieder Fließmittel und Glasfasern beigemischt und diesmal muss ich sagen, hat der Beton, ihr seht es hier, eine etwas komische Konsistenz gehabt. Der war irgendwie fluffig. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass viel Luft im Beton war. Und das wird sich später noch rächen, werdet ihr gleich sehen. Was ich übrigens heute nicht gezeigt habe, ist, dass ich vorhin noch ein Trennmittel auf die Oberfläche aufgetragen habe, sodass sich der Beton nachher wieder leichter ausschalen lässt, aber das kennt ihr ja auch alle schon. Den Beton habe ich dann in die Schalungsform gegeben. Ich habe diesmal übrigens keine Armierung verwendet. Das ist aus meiner Sicht hier jetzt nicht nötig. Das ist ein massiv gegossenes Betonteil und letztendlich soll es eine Sitzbank für 2 bis maximal 3 Personen werden. Also die Belastungen, die werden sich stark in Grenzen halten. Das muss der Beton aushalten, sonst hätte es kein Beton werden sollen. Und außerdem hat das Bauteil ja oben auch eine Rundung. Also da werden die Kräfte nochmal anders verteilt, als wenn es jetzt ein rechter Winkel wäre. Am nächsten Tag habe ich dann voller Vorfreude mit dem Ausschalen begonnen. Wie immer der spektakulärste Moment bei der Arbeit mit Beton. Und dann das. Oh Mann, das ist was ich gar nicht sehen will. Also ich meine, manchen Leuten gefällt diese Optik mit den vielen Lunkern, aber ich kriege da eher einen Brechreiz. Und die andere Seite war leider auch nicht viel besser. Also Leute, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber die Oberfläche, die ist aus meiner Sicht eine reine Katastrophe. Die gefällt mir überhaupt nicht. Viel zu viele Lufteinschlüsse. Sie ist zwar glatt, aber nee, das geht gar nicht. Also ich weiß auch nicht, woran es jetzt gelegen war. Entweder am Beton, es war eine günstige Betonfertigmischung, oder zu wenig verdichtet. Aber nee, also da müssen wir auf jeden Fall was machen. Das kann ich so nicht lassen. Zum Ausbessern habe ich mir dann einen extrem feinkörnigen Mattel angemischt aus Weißzement, Quarzmehl und noch ein bisschen grauen Zement. Ja, den grauen Zement habe ich zugegeben, um die Farbe anzupassen, weil letztendlich sollen ja die aufgefüllten Löcher dann die gleiche Farbe haben wie das Betonteil und das ist hier ein bisschen der Knackpunkt. Also mit der Farbe muss man meistens ein bisschen experimentieren, vielleicht davor eine Probe machen. Aber ja, irgendwann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man dann auch ein Gefühl dafür. Die Löcher werden dann alle, so wie ihr hier seht, ausgespachtelt. Dann lässt man die Oberfläche leicht antrocknen und schleift dann alles nochmal mit einer ganz feinen Körnung ab. Ich habe hier ein 3000er Schleifpad verwendet und dann ja, sieht die Oberfläche doch schon deutlich besser aus. So sieht die Fläche jetzt direkt nach dem Ausbessern aus. Da ist noch Feuchtigkeit enthalten und so dann am nächsten Tag, wenn dann die Oberfläche trocken ist, ja, und da sieht man dann kaum noch einen optischen Unterschied.
Als nächstes ging es dann gleich mit der Sitzfläche weiter. Da habe ich mir zunächst überlegt, ob ich die aus Massivholz machen soll, aus Eichenholz. Habe mich aber dann dagegen entschieden, weil die Bank im Außenbereich aufgestellt werden soll. Und da müsste man das Holz ja dann auch beschichten. Also letztendlich wird dann die reine Holzoptik von der Eiche auch verloren gehen. Und deswegen verwende ich hier das Konstruktionsholz. Das ist natürlich auch deutlich günstiger, obwohl die Holzpreise aktuell der reine Wahnsinn sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich manchmal so durch den Baumarkt laufe in der Holzabteilung und dann sehe, was solche kleinen, dünnen Latten aus Fichte Tanne kosten. Ja, da meint man echt manchmal, man ist im falschen Film. Also aus meiner Sicht stehen die Preise da in keinem Verhältnis mehr. Aber ja, was will man machen, wenn man was bauen will, braucht man Material. Augen zu, weiter geht's. Die Hölzer habe ich dann zunächst mal gehobelt und auf die richtige Länge zugeschnitten, dass alles gleich ist. Und ich habe geplant, dass in der Mitte noch eine Gewindestange reinkommt, die dann das Holz zusammenpresst. Es wird zwar verleimt, aber der Leimverbindung traue ich auf Dauer, wenn die Bank draußen steht, nicht so. Und deswegen will ich das Ganze nochmal mit einer Gewindestange fixieren, weil das Holz ja draußen bei Wind und Wetter dann auch noch arbeitet. Ich denke, das ist die sicherste Lösung. Beim Leim muss man wasserfesten Leim verwenden, der dann auch für den Außenbereich geeignet ist. Da habe ich in der Vergangenheit auch schon mein Lehrgeld gezahlt. Ja, weil sonst hat man halt das Problem, dass sich dann die Leimverbindung wieder löst. Das wollen wir ja vermeiden und daher wasserfesten Leim verwenden. Und dann werden die Holzbalken einfach unter Druck miteinander verleimt. Mehr ist es nicht. Nach etwa 3 Stunden hat dann der Leim soweit angezogen gehabt, dass man weiterarbeiten konnte. Ich habe dann erstmal die Oberfläche sauber gemacht, die ganzen Leimreste entfernt. Das ist wichtig, dass nachher auf der Oberfläche kein Leim mehr ist, weil sonst die Versiegelung, die man aufträgt, da nicht richtig haften kann und dann hat man unterschiedliche Schattierungen. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich die Balken nachher noch mit einer Gewindestange fixieren will. Die habe ich so angebracht. Ich habe an beiden Seiten mit dem Fastenbohr ein Loch gebohrt, sodass dann letztendlich die Schrauben versenkt sind und nicht sichtbar sind. Und dann kann man das Ganze zusammenzurren. Und oben drüber kommt dann eine Abdeckplatte und dann sieht man die Schrauben auch nicht. Ja, ich denke, das ist die optimale Lösung. Und dadurch hat man dann auf der Unterseite auch eine Aussparung, wo man dann die Halterung befestigen kann. Also das ist dann eine unauffällige, unsichtbare Lösung für die Befestigung. Weitere positive Aspekte von der Umsetzung sind, dass man unten dann gleich eine Tropfnase hat und man natürlich auch Material spart, weil die Sitzfläche natürlich nicht durchgehend 8 cm stark ist, sondern nur optisch. Und die Betonwangen sind ja auch 8 cm stark, von daher ist es dann ein stimmiges Gesamtbild, dass die Proportionen auch stimmen. Eine abgerundete Kante habe ich dann mit der Oberfräse auch noch angebracht, dass das Ganze sauber aussieht und dann muss die ganze Oberfläche natürlich noch geschliffen werden, wobei das ja bei dem Holz jetzt keine große Sache ist, weil Fichte Tanne, das lässt sich ja ganz einfach schleifen, also anders wie jetzt Hartholz wie Eiche, was ich sonst bearbeite. Da fährt man mit den einzelnen Körnungen ein paar Mal drüber und dann hat man ruckzuck ein glattes Ergebnis. Im letzten Arbeitsgang habe ich dann noch die Oberfläche versiegelt. Da habe ich eine Lasur aufgetragen in der Optik Eiche Hell. Das Ganze habe ich 2-mal gemacht und dann ja, war der letzte Arbeitsschritt auch erledigt. So, die Sitzfläche ist auch endlich fertig. Das bedeutet, wir können die beiden Teile jetzt montieren und dann bin ich mal gespannt, wie die Sitzbank, die Kombi aus Holz und Beton aussieht. Ja, dann machen wir das noch schnell. Endspurt. So Leute, da steht sie, die fertige Bank, und was soll ich sagen, ich bin echt zufrieden. Die ist genau so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich denke, mit der Bank aus dem Internet, die ich euch da vorhin gezeigt habe, die meine Frau gesehen hat, kann sie von der Optik her auch auf jeden Fall mithalten. Und vom Preis her war die hier deutlich günstiger. Die hat mich nämlich ja, ein bisschen mehr als 100 € vom Materialpreis her gekostet und da war das teuerste natürlich das Holz. Die zu Anfang verhunzten Wangen aus Beton habe ich auch noch halten können. Die sind von der Optik her auch wieder top. Die Lunkern auf der Oberfläche sieht man kaum noch. Ja, durch und durch ein gelungenes Ergebnis, würde ich sagen. Und wichtig, stabil ist sie natürlich auch. Also da kann eine Bombe einschlagen, die steht bombenfest. Ich denke, ihr habt auch wieder gesehen, dass das Ganze kein Hexenwerk ist. Wenn man ein bisschen ein handwerkliches Geschick hat und ein bisschen Zeit investiert, kann man sich solche Sachen durchaus auch ganz einfach zum günstigen Preis selber bauen. Damit wären wir heute wieder durch. Ich hoffe, ihr habt wieder irgendwas mitnehmen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da. Bis demnächst, macht's gut. Ciao.